Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und freue mich, wieder eine Folge vom German Testing Day mit dabei zu haben. Diesmal schauen wir mal ein bisschen mehr auf Anforderungen und wie KI uns helfen kann, Anforderungen zu verbessern, um eine gute Basis fürs Testing zu schaffen. Und mit wem spricht man über Anforderungen? Natürlich mit Experten. Ich hatte bei mir Andreas Günther und Breno Pinero von den Sophisten zu Gast, die sich mit dem Thema KI und Anforderungen sehr intensiv auseinandersetzen. So weit sogar, dass es ihr Buch zu dem Thema hier im Podcast zur Verlosung gibt. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Und apropos Shownotes. Ich möchte ja nicht betteln, ich tue es aber trotzdem. Seid doch so lieb, lasst mir mal ein Like da, eine gute Bewertung auf Apple und Spotify, einen Kommentar bei YouTube oder LinkedIn. Da würde sich der Richie sehr freuen. Und für weiteres Feedback schreibt mir auch gerne an podcast@software-testing.fm. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Andreas, hallo Breno, schön, dass ihr da seid. Hallo Richie, danke für die Einladung. Ja, Vielen Dank sehr für die gerne. Einladung. Es ist ja das erste Mal, ich meine, euer Unternehmen, die Sophisten sind ja eigentlich ein bekannter, es ist so wie Tesa oder so irgendwie, ne? Es ist ein bekannter Name und es ist mal schön auch von euch jemanden auch im Podcast zu haben. Da freue ich mich richtig drauf, weil mich schon irgendwie mein ganzes Testerleben auch so ein bisschen mitbegleitet hat. So Konferenzen, mit euren Tools, mit den Publikationen. Also das ist natürlich schön, euch mal hier zu haben auch. Und wir sind hier am German Testing Day 2025 Frankfurt, Tag 2 oder der Haupttag eigentlich, es geht gerade los. Und euer Vortrag ist heute? Oder? Es ist ein Workshop. Workshop, ja genau. Und zwar geht es darum, Anforderungen testen. Ja, also ohne Anforderungen ist meistens auch kaum Testen möglich, ja, zumindest kein anforderungsbasiertes. Und da wollen wir einfach KI einsetzen, um eine bestmögliche Testbasis herbeizuführen, damit man einfach nicht nur aus Sicht des Testings in gehende Lehre und nur blub guckt beim anforderungsbasierten Testen, sondern wirklich eine fundierte Basis hat. Ich finde ja total spannend, weil wir ja als Tester ja immer das Thema haben, wie sieht unsere Testbasis aus, ne? Und gerade in den letzten 2 Jahren auch immer die Diskussion ist, wo kann man den KI sinnvoll einsetzen, ne? Und was ich so wahrnehme, das ist schon ein extrem guter Punkt da anzusetzen, was so die Anforderungen angeht, ne? Vielleicht mal, um das Thema so ein bisschen auch zu greifen. Ich meine, ihr seid ja natürlich Experten für Anforderungen, liegt ja in eurer DNA. Wie ist denn da heutzutage so die Sachlage generell, also bei Requirements für Softwareprojekte? Hat sich da was in den letzten Jahren getan, dass es besser geworden ist oder anders? Ist jeder Branche gefühlt sehr unterschiedlich. Ne? Also wo schon in letztendlich 80er, 90er Jahren rund um Military gerade Health-Sektor sehr vorangegangen ist, halt auch durch regulatorische Vorgaben, durch FDA und so weiter, kam es im Prinzip dann eher so in den 90ern im Automotive-Bereich nach, ja? Mit funktionaler Sicherheit und hast du nicht gesehen als Vorgabe. Und eigentlich in den letzten circa 10 Jahren sind auch Banken, Versicherungen halt durch auch Vorgaben der BaFin, ja, auch gerade DORA und so weiter, was jetzt recht neu kam, dann auch so ein bisschen hingeführt wurden, sagen wir es mal so, oder deutlich geschubst, ja, auch mehr im RE zu tun. Ja. Deswegen war es je nach Branche relativ unterschiedlich über die Zeit. Ja. Aber letztendlich, ich glaube, wir haben mittlerweile keine Branche, die wir nicht irgendwie auch unterstützen. Ja. Also wie du auch gesagt hast, das ist nicht nur eben dann das klassische Automotive oder die klassische Branchen, also die sind nicht unbedingt immer klassisch unterwegs. Das muss man dann schon hier wissen, bei dem Wort klassisch dann ein bisschen so aufpassen. Aber ja, also Finanzen, öffentliche Dienste, alles. Bei vielen geht es auch mal eben, also Requirements Engineering sind auch mal nicht bei allem dann eben auch das Wort, also den Wording, geht es auch viel um Prozesse, Prozesssteuerung und geht eben in die Richtung. Und da ist es eben genau, wo wir uns bewegen. Also sei es eben mit Beratung oder Betreuung oder Coachings, je nachdem. Genau.
Bevor wir jetzt auf das KI-Thema kommen, vielleicht noch mal einfach, um den Begriff auch einmal ein bisschen zu fassen. Ne? Also Requirements, da steht ja oft, das schreibt man dann so hin. Ne? Und wenn ich so im Gespräch bin, ich merke dann immer wieder, für den einen sind das irgendwie User-Stories, der andere denkt dann an UML-Diagramme, der andere hat Word-Dokumente vor sich. Wie fasst ihr denn das für euch, wenn ihr sagt, wenn ihr über Requirements sprecht? Naja, du hast es schon gut umrissen. Ist im Prinzip alles Mögliche. Ja? Ja. Und gerade Stichwort Diagramme, die sind also mehr als welcome. Mhm. Gerade gefühlt, je mehr agilisiert wurde, desto mehr sind die hart erarbeiteten Diagramme wieder in den Bach runtergegangen. Ja? Weil ganz viele sagen, Epic Feature User Story Akzeptanzkriterien, Text und noch mehr Text. Das ist eigentlich eine ganz schlechte Idee. Ja? Weil klingt zwar platt, aber Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und das versuchen wir trotz Agilität und Backlogs und so Zeugs gerne wieder zu integrieren. Ja. Und deswegen, RE kann ganz unterschiedlich aussehen. Ja. Hast jetzt vor allen Dingen eher nur die Dokumentation genannt. Ich verbringe meistens mindestens die Hälfte bis 2/3 eigentlich meiner RE-Zeit eher mit dem Ermitteln und Validieren. Ja. Weil beim Dokumentieren ist so viel an Templates, Vorgaben, UML und all so Zeugs im Prinzip in der Schublade. Ich sage mal in Anführungsstrichen, ist nur ein bisschen niederschreiben, aber das Wichtige ist eigentlich, überhaupt an den Infos ranzukommen. Ja. Und die sind natürlich überall verteilt, ne? Dann in den Köpfen und bei den Stakeholdern und wo sie halt überall rumliegen. Ne? Oder auch nur ein Bauchgefühl oder was auch immer. Ja. Genau, also der IRAP eben redet von Ermittlungstechniken. Also das ist eben genau dann da so verschiedensten Techniken von Interviews bis dann eben Brainstorming. Also wie kommen wir an diese Wissen? Also es gibt dann eben diese klassische Klassifizierung nach Kano-Modell, also eben die bestimmte Faktoren, also Basis-, Leistungs- und auch Begeisterungsfaktoren. Und das ist eben genau letztendlich dann eben, was wir wollen. Eben dann, dass wir eben von alle Faktoren zum Beispiel das Minimum mindestens, je nachdem, wie man unterwegs ist, dann auch ermittelt hat. Genau. Ja. Jetzt habt ihr euch ja mit dem Thema KI auseinandergesetzt die letzten Jahre. Und natürlich, weil das Thema jetzt auch quasi präsent ist und man die Tools auf einmal hat. Und was ist denn da für euch so der Einstieg, was ihr jetzt auch in einem Workshop macht? Wie kann uns da KI helfen in dem ganzen Umfeld? Also wir haben dann genauso angefangen, wie du gesagt hast, also in den letzten Jahren. Also ich sage dann immer auch dann eben mit dem neuesten, ich würde sagen, so Aussprache oder was jetzt gerade so läuft. Also KI ist jetzt die neueste Dubai-Schokolade irgendwie auch in der Entwicklung. Also jeder will es irgendwie ausprobieren, will irgendwie so sich rantasten. Und zum Beispiel auch mal in unserem Workshop geht es genau eben in die Richtung, also tatsächlich dann diese sinnlose, würde ich so sagen erstmal, also aber mit ein bisschen vorsichtig, so Rantasten ausprobieren zu vermeiden. Also es ist jetzt nicht nur Zeit, Kosten zum Beispiel, also wir reden jetzt nicht nur vom Geld, aber auch eben natürliche Ressourcen, die dahinter stecken, also beim Trainieren von KI-Systemen und klar, ausprobieren macht dann immer, ergibt dann viel Sinn, aber eben dann mit ein bisschen Wertorientierung sozusagen, mit dem Zweck eben dann dahinter. Und wir haben eben beim Sophisten angefangen in ein Inno-Projekt, also ein Innovationsmanagement-Projekt. Und ja, beschäftigen wir uns dann eben mit dem Einsatz bzw. sinnvollen Einsatz von KI-Systemen. Reden wir dann über KI-Systemen im Requirements Engineering, Systems Engineering, genau. Du hast, finde ich, ein wichtiges Stichwort gesagt. Was Wertvolles, ja, was einen Wert hat. Weil wenn man eine KI fragt, ist ja egal, was man fragt, da kommt ja erstmal sehr viel als Antwort raus. Ja? Ob das jetzt aber Qualität hat, ist noch eine ganz andere Frage. Also macht erstmal einfach, und wenn man noch nicht so viel Einblick hatte, Erfahrung hatte, dann man so, okay, krass, was ist da jetzt alles rausgepurzelt? Ja? Staut man erstmal. Aber wenn man ein bisschen konkreter analysiert und Qualität wirklich bewertet, ist das meiste schon, ich sag mal, Quatsch. Ja. An der Hahn herbeigezogen, wirklich die KI halluziniert manchmal. Und da war sozusagen auch in den letzten, vor allem 1,5 Jahren, als wir so richtig durchgestartet sind mit dem Inno-Projekt, das Ziel, nicht nur Quantität, sondern wirklich auch Qualität zu produzieren. Ja. Die Prompts werden ein bisschen länger. Ja. Also da ist man nicht nur mal mit 1, 2 Absätzen oder sowas. Ja. Aber darum geht es genau, die Leute auch im Workshop halt hinzuführen. Ja.
auch am besten wiederverwendbare Prompts zu haben und vielleicht irgendwie auf Basis von mal einem ersten Interview oder Workshops oder sowas, ja, oder was man vielleicht so als Product Vision bezeichnen würde, quasi mit einem gescheiten Prompt einen Backlog quasi zu füllen, wo man irgendwie eine gescheite Strukturierung vielleicht auch hat, entlang von Diagrammen, ne? Dann auch gescheite Features geschnitten, auch gewisse Innovationen vielleicht reingebracht. Ja. Da ist ja die KI auch echt stark an Dinge zu denken, ja, zu verknüpfen. Man sagt, ja natürlich, warum ist mir der Drops nicht gefallen? Ja? Und das ist natürlich brillant. Ja, ja. Und also das heißt, wenn man jetzt nochmal auf den Requirements Engineering Prozess, wo startet ihr denn da? Also wo sagt ihr, dass da hilft mir die KI jetzt oder da geht man jetzt in die Tiefe rein und nutzt das System auch? Wie viele Einsatzszenarien hatten wir definiert? Also über 10 auf jeden Fall. Also es geht dann eben entlang vom V-Modell, also von der Elicitation eben dann, also die rechten Seite ist dann eher nicht, was wir, also wenigstens von meinem Einsatz, wo ich dann eben weniger Berührung dann eben hatte, aber es geht dann auch mal eben komplett eben entlang, also dann eben Anforderungsermittlung und auch mal Richtung Überprüfen zum Beispiel, also Qualitätssicherung, aber es ist jetzt die Frage dann jetzt mal semantisch oder auch syntaktisch jetzt zum Beispiel, also was eben die Bedeutung ist. Ja, kommt darauf an. Also die KI-Systeme, die entwickeln sich dann auch immer weiter. Also wir merken das auch eben beim täglichen Doing zum Beispiel, beim Ausprobieren, dass im Vergleich jetzt dann vor einem Jahr und jetzt zum Beispiel diese Trainingsdaten wachsen immer wieder. Diese Wertkampf oder beziehungsweise auch mal Wettbewerb zum Beispiel, also von unterschiedlichen Firmen, es ist auch mal für uns Nutzer, finde ich, auch eine coole Sache, weil ja, die müssen sich irgendwie auch weiterentwickeln und wir haben auch mal dann das Nutzen eben dann dahinter, bei dem wir profitieren können. Aber genau, also es geht auch mal Richtung Brainstorming, Richtung eben dann neue Anforderungen, Ermittlung. Also letztendlich, ich glaube, insgesamt waren es so 60 oder 70 Szenarien, die wir definiert haben. Halt mal so grob so 10 konkreter ausgearbeitet. Aber eigentlich ist es der gesamte Prozess, Ermittlung, Dokumentation, Validierung, Verwalten auch, ist immer halt sehr toolabhängig. Ja. Tool-Integration wäre noch etwas, ja, was so auf dem Wunschzettel für Weihnachten stünde. Ja. Aber eigentlich kann man natürlich nicht alles, aber bis zu einem gewissen Grad jede Prozessschritt abdecken. Ja. Wenn wir mal vielleicht ein bisschen ins Detail gehen von was so das Prompting, dass da die Prompts werden lang. Worauf ist denn da zu achten? Ne? Also wir haben ja jetzt die zuhören und zusehen und denken sich, ja, jetzt möchte ich auch so ein bisschen prompten. Wie starte ich oder was habt ihr denn da so für eine Idee für die, auch, dass man sagt, okay, da komme ich mal gut auch an ein Ergebnis ran und habe eben nicht dass er mal irgendwas zurückwirft und da steht eigentlich vieles drinnen, aber es ist Quatsch. Ja, das ist ein guter Punkt. Wenn ich der KI beibringen soll, was er eigentlich mir produzieren soll, ich komme immer so ein bisschen vor wie in einem Standard Requirements Engineering Training. Was ich quasi auch ganz normal, wenn man auch nur einen Zettel und Stift hat, auch erzähle. Von wegen, macht euch erstmal Gedanken über den Kontext. Also was ist euer Scope und in welchem Kontext bewegt ihr euch? Ja? Also in dem Sinne Richtung Testing, was ist das Testobjekt eigentlich? Ja? Ist es nur die App oder ist es inklusive Server? Bin ich jetzt auf Komponente unterwegs oder Gesamtsystem? Oder ist es jetzt was Funktionales, was nicht Funktionales? Also erstmal das wirklich zu identifizieren und dann quasi reingucken, was auch Breno meinte, unterschiedliche Arten von Anforderungen betrachten. Ja? Auch die, wo man sagt, ja, es ist ja klar, dass das System machen soll, ja, dass man die auch entdeckt, so diese impliziten Annahmen. Und da geht man im Prinzip schon im RE typischerweise vom Groben ins Feine, ja, von der Scope-Definition bis über unterschiedliche Ebenen von Anforderungen. Sei es jetzt im Agilen, wird man jetzt Epics, Feature, User Story, Akzeptanzkriterien halt sagen. Und das muss man halt der KI letztendlich Schritt für Schritt beibiegen. Ja. Und deswegen ist bei uns auch ganz oft, dass eine Kontextdefinition, Scope-Definition anfängt und lässt dann am besten die KI auch nicht einfach zusch alles produzieren, sondern wirklich auch schrittweise immer mit Feedback-Zyklen. Ja? Von wegen, frag mich erstmal, ob es okay ist, was du gemacht hast und dann gehst gerne einen Schritt weiter. Ja? Und das quasi auch dann in Prompts reflektiert.
Das heißt, es ist ja auch, höre ich jetzt heraus, es ist also mehr auch ein Dialog mit der KI dann, also quasi auch diese Fragenkompetenz zu nutzen und zu sagen, okay, stell mir mal Fragen dazu, was du vielleicht noch brauchst in die Richtung. Ne? Richtig. Das geht dann auch mal so, also als wäre dann eben ein neuer Mitarbeiter und dieser Mitarbeiter hat eben dann das Wissen, aber wir müssen eben genau eben dann schauen, wo eben dann diese Wissen dann zum Beispiel abzurufen sind, sozusagen. Und geht es genau aus Richtung Kontext oder man kann auch mal dann die KI auch mal sozusagen fordern, dass sie dann zum Beispiel eine bestimmte Rolle oder als eine bestimmte Rolle irgendwie agiert, zum Beispiel, also sei es eben einen PO oder ein Tester zum Beispiel, weil genau eben dann diese ganze Bias, was die Trainingsdaten zum Beispiel eben dann mit sich haben, da geht eben genau das KI-System oder eben da eben bei der Ausgabe in diese Schublade eben dann rein und holt sich dann eben dann die Informationen sozusagen eben dann heraus. Also geht es dann eben genauso diese gezielte Einsetzen eben damit wir vielleicht weniger schleifen wie möglich, aber das heißt auch nicht, wenig Schleife ist auch wichtig, aber wir wollen dann nicht unbedingt so viel Zeit mit unnötigen Dingen vielleicht irgendwie verbraten, sozusagen. Letztendlich genau diese Dinge, Scope definieren, Kontext definieren oder was du sagtest in Richtung Rollen oder auch Temperaturen, quasi als Teil der Prompts in einem Prompting-Guideline zusammengestellt. Vorher, vielleicht kennen Sie es auch, wir hatten unser Regelwerk schon fast Jahrzehnte jetzt gehabt. Es ist wie eine Art Regulierung. Was muss man denn auch bei Anforderungen beachten, bei der Formulierung? Wo sollte ich noch hinterher fragen und detaillieren? Und letztendlich ist es fast dasselbe, was man jetzt auch mit dem Prompten machen muss. Ja. Deswegen, um mal nach Details gefragt hast, Beispiel zu nennen, dass wir sehr präzise Begrifflichkeiten verwenden. Ja. Weil man einfach nur sagt, ja, liebe KI, generieren wir mal Anforderungen. Anforderungen sind wir da auf fachlicher Anforderungsebene, auf System-Komponentenebene unterwegs. Soll es funktional oder auch nicht funktional sein? Nicht funktional, okay. Nur mal rein Qualität, sowas wie Performance, Availability. Oder gehen wir auch in Richtung von irgendwelchen Prozessanforderungen oder Anforderungen an Dokumentation? Also da ist ja der Blumenstrauß sehr weit. Ne? Und genau so, dass man immer wieder reinfragt und immer weiter detailliert, so muss man das eigentlich auch mit den Prompts machen. Ja. Und ja, da ist beispielsweise den Prompt, den wir auch dann im Workshop mit sozusagen so schrittweise hinführen, der ist insgesamt 4 Seiten lang, also DIN A4 Seiten letztendlich. Man kann noch mehr tun, aber das zeigt schon mal gut, wenigstens User Stories, auch nach Schablonen, Akzeptanzkriterien, funktional, nicht funktional und wirklich auch, gerade aus Testsicht, testbare NFAs, sondern nicht möglichst übersichtlich, leicht bedienbar und performant, sondern dass die KI sondern dass die KI tatsächlich auch mit konkreten Werten etwas Messbares und Testbares halt produziert. Und das ist ja genau das, was gescheite Requirements-Qualität halt ausmacht. Und ja, da muss man mit dem KI-Prompt die KI etwas triezen. Aber es wirkt. Genau, es ist jetzt nochmal immer die Frage, also wo läuft dann das System überhaupt, dieses KI-System, also zum Beispiel auch mal, was Andreas gesagt hat, also immer diesen schwammige Formulierung zum Beispiel, also gibt es dann irgendwie die Möglichkeit, dass dann eben dann zu diesem Prompt ein Glossar mitgeliefert wird, also wo bestimmten Domänenbegriffe dann eben fest definiert sind. Klar, es gibt dann immer wieder dann noch das Thema, dass die also die Daten zum Beispiel, wie sie dann zum Beispiel, jetzt habe ich das Wort jetzt auch vergessen im Kopf, ob sie vertraulich eben dann sind oder nicht. Genau, jetzt ist dann wieder eben da eben präsent. Also vertrauliche Daten zum Beispiel, also je nachdem, also ob das ein geschlossenes KI-System ist oder eben ein offenes KI-System, also hängt dann immer dann davon ab, wo man eben unterwegs ist. Und klar, auch mal Richtung eben dann Quellenreferenz, weil wie Andreas gesagt hat, also die KI referenziert oder generiert dann immer irgendwas, aber wichtig wäre dann eben genau woher. Weil wenn man einfach fragt, die KI oder ein KI-System, generiere mir Anforderungen nach Schablone, wird die KI schon das machen, aber nach welcher Schablone? Zum Beispiel, ist es die Sophist-Schablone? Wir haben auch schon selber gefragt, also kennst du dann die Sophist-Schablone, die Master-Schablone? Sagt sie eiskalt, ja.
also eiskalte Lüge und sagt ja, also sag mir dann eben, wie schaut das aus und da gleich eben die Lüge dann aufgedeckt, dass es dann eben dann doch nicht stimmt. Deswegen ist halt auch wichtig, der KI letztendlich mehr Informationen halt zu liefern, entweder durch einen umfangreichen Prompt oder irgendwie Upload von weiteren Vorgaben, wie eine Art Requirements Guideline könnte man es halt festsetzen. Und das, wo die KI vermeintlich weiß, wie beispielsweise, Brin, was du meintest, mit Schablonen, ja, welche genau und wie ist die wirklich anzuwenden, da kommen wir teilweise schon verblüffende Dinge. Ja? Und da ist man, wenn man dann meckert von wegen, ja, nur guck mal, die Schablone schaut doch so und so aus, jetzt hast du die Anforderung ausgegeben. Oh ja, Entschuldigung. Ja? Dass man da einfach diese Schleifen dreht und mehr Vorgaben, also wirklich sehr, sehr, sehr präzise, wie es im RE ja eigentlich auch gut ist, mitgibt. Und da kann man dann sozusagen wirkliche gescheite Requirements-Qualität dann generieren lassen. Funktioniert hervorragend. Ja. Habt ihr denn da auch in die Richtung, wie ist da so eure Erfahrung? Jetzt kann ja KI auch zum Beispiel Ablaufdiagramme erstellen oder sowas, oder auch in Textform oder als Grafik oder das Analysieren auch. Nutzt ihr das auch? Habt ihr das, wie integriert ihr das? Meinst du jetzt generell oder tooltechnisch? Oder? Nee, generell, also so wie ihr diesen Mechanismus nutzt, ja. Ja, da gibt es auch gerade Richtung Übergang zum Testen was sehr interessant ist. Wir haben quasi auch im Training Test- und Ablaufbasis von Anforderungen, wo wir nämlich genau nicht nur so dieses typische, da klickst halt da drauf und dann muss das sein. Also Vorbedingungen, Testereignis, erwartetes Resultat, so diese kleine Testschritte, sondern von dem Hintergrund so eines geschäftsprozessorientierten Testens halte ich es für ultra wichtig, dass man letztendlich auch genau das, was ich vorhin meinte, was beim Agilisieren den Bach runtergegangen ist, den ganzen Überbau. Wie ist überhaupt das Use-Case-Gerüst? Welche Prozesse laufen mit Aktualitätsdiagrammen, Zustandsdiagrammen oder irgendwas in die Richtung, dass man das auch wirklich mit aufbaut als Teil der Requirements, um letztendlich nicht nur die einzelnen Testschritte ableiten zu können, sondern auch den gesamten Testflow, Testszenarien, Testprozeduren, wie man es auch mal bezeichnet. Und das macht es wirklich rund. Deswegen sind eigentlich, ich würde mal sagen, fast immer, vielleicht 70-80% sprachliche Anforderungen da, egal ob es jetzt klassisch oder auch ein bisschen agil formuliert ist. Aber der Überbau und die Struktur des Ganzen ist im Prinzip mittels Diagrammen. Egal, ob man jetzt die UML nimmt oder wenn es technischer wird, halt SysML oder irgendwas in die Richtung, war schnurzpiep egal. Hauptsache, irgendwelche Diagramme und eine Struktur mittels dieser Diagramme reinzubringen. Genau, und auch nochmal ganz kurz eben da nochmal dazu nochmal eben ergänzt, auch dann eben, wenn die KI-Systeme, so ChatGPT, Gemini oder Copilot zum Beispiel eher sagen, dass sie, wenn man irgendwie nach einem Bild fragt und nach einem Diagramm zum Beispiel eine grafische Darstellung eben fragt, dann sagt er manchmal so, nee, ich bin da nur eine textbasierte KI-System, das mache ich nicht. Man kann es ein bisschen dann eben umgehen und sagen, also okay, Text, alles klar, einem Plant-UML-Code ist es eben ein Text und man kann zum Beispiel auch mal eben dann bestimmte Diagramme, also je nachdem, wenn es ist eben dann im Plant-UML-Code in den Syntax dann eben dann, dann sich auch dann eingepackt ist sozusagen, könnte man sich dann eben dann genau diese Code dann eben generieren lassen und dann das dann eben in den Plant-UML-Compiler zum Beispiel erzeugen und dann hat man eben ein Diagramm. Muss man dann nur kurz, je nachdem, schauen, wie viele Elemente zum Beispiel man braucht, ob man das genau zum Beispiel alles braucht, was er jetzt dann im Werkzeugkoffer hat. Ja. Jetzt habt ihr, also das finde ich spannend, wenn man dann natürlich auch noch ein bisschen mehr machen kann als jetzt rein textuell. Du hast jetzt schon einige KI-Tools auch genannt. Jetzt, wenn ihr so auf das Requirements Engineering sagt, gibt es da eins, was da so ein bisschen besonders raussticht? ChatGPT oder Grok oder wie sie alle heißen. Habt ihr da so mal bei euren Tests irgendwas gemerkt, dass das eine deutlich besser funktioniert als andere? Ich glaube eher nicht wirklich. Also wir haben auch über die Zeit mit Updates gesehen, die Qualität änderte sich meistens eher zum Positiven. Das definitiv. Nur ich wüsste jetzt nicht, dass ein spezielles völlig herausgestochen wäre. Ich glaube es dann genau so eher jeder oder jedes KI-System dann hat eben auch so eine Besonderheit, also wie man eben das ansprechen sollte, wobei sie gehen schon in die Richtung, also wenigstens jetzt von meiner Perspektive und vom Ausprobieren aus Nutzererfahrung sozusagen, dass sie schon so ähnlich sind, also vom Aufbau her, aber es ist, glaube ich, eher Präferenzen und
auch mal Richtung Vertraulichkeit oder vertrauliche Daten, also je nachdem, was eben bei dem Unternehmen freigeschaltet ist. Also zum Beispiel. Ne? Also es gibt auch dann DeepSeek zum Beispiel, Open Source, Closed Source, wieder eben das Thema. Altes Problem oder Konflikt eben dann in der Softwareentwicklung. Ich glaube, es ist eben mal so, sich mal rantesten und klar, gibt es bestimmte KI-Systeme, die dann eben für Bilder besser sind, für PowerPoint-Präsentationen, für Diagramme, für Story-Map und so weiter und so fort. Also, aber man kann eben die klassischen Allrounder zum Beispiel fast für alles nutzen. Man muss dann immer gezielt dann der Prompt eben dann so hinbiegen, wie man es eben da liegt dann die Würze drinnen. Genau. Ne? So habe ich verstanden. Beziehungsweise auch das Trainieren der KI. Ne? Also je mehr hoffentlich gute Anforderungen als Trainingsbasis vorhanden sind, desto mehr weiß eigentlich die KI, was macht das Unternehmen überhaupt. Ja? Was sind jetzt typische Anforderungen jeweils auf den Ebenen? Ja, aber es ist ja schon relativ unterschiedlich, ja? Was man so unter detaillierte Systemanforderungen versteht. Manchens ist das relativ grob, wenn es rein interne Projekte sind. Wenn man vielleicht externe Projekte hat, auch mit Vertrag und Fixpreis und irgendwas in der Richtung, geht man meistens halt eher in die Tiefe. Und wenn die KI das nicht mitgeteilt bekommt, auch beispielsweise durch Trainingsdaten, viele Anforderungen als Input, weiß ja nicht genau, was ist jetzt genau Ziel des Ganzen. Ja? Und das hilft natürlich wirklich enorm. Ja. Man hat immer die Abwägung auch bezüglich, das hat Vertraulichkeit und Datenschutz. Ne? Das ist natürlich auch immer so ein Faktor. Nicht einfach alles blind links irgendwo reinkippen. Das ist ja. Jetzt haben wir jetzt einiges da besprochen. Wenn ihr jetzt so einen Tipp geben solltet, jemand, der jetzt leider nicht bei eurem Workshop heute dabei sein kann, wie beginnen? Wie kann ich mich dem Thema denn annähern? Also mein ChatGPT offen so und jetzt, wo kriege ich vielleicht mal einen Anhaltspunkt, eine Idee für einen Prompt oder so her, um damit mitzuarbeiten? Was würdet ihr denn da noch rausgeben an die Community? Also wir haben ein Prompting-Guideline und ich denke, da können wir den Download-Bereich mit sozusagen dir mitgeben. Und das ist beispielsweise ein erster Ansatzpunkt. Ja? Und dort ist quasi ein Two-Pager, auch mit letztendlich Schritt für Schritt Hinführung, vorhin halt ein paar Beispiele genannt, was wichtig wäre für wirklich gutes Prompting. Ja. Ja? Es kommt aber auch im Herbst, wann war es genau, ein neues Buch von uns heraus. Durch Zufall. Genau, also Alert, Werbung. Genau, kommt dann eben, wie angekündigt, dann eben ein Buch eben von uns eben bald raus und beschäftigt sich dann eben mit Einsatz im Requirements Engineering, also eben mit künstlicher Intelligenz, mit KI-Systeme aus der Praxis und auch für die Praxis, wie sonst eben dann auch der Satz auch dann klischeehaft ist. Aber genau das haben wir uns dann auch mal mit einem Team vom Sophisten dann eben zusammengesetzt und eben genau dann diese Idee mit einem Szenario und gehen wir eben dann diese ganze Einsatzszenarien, also nicht die ganzen 70 oder ein bisschen mehr, was wir schon ausgetestet haben, aber das, was zum Beispiel eben so einen guten Workaround zum Beispiel auch mal möglich ist. Ja, das ist genau, ganz kurz noch, was du vorhin gesagt hast, die Prozesskette im Requirements Engineering, letztendlich auch durch die Kapitel im Buch, dann jeweils mit ganz, ganz vielen Beispielprompts. Ja. Es gibt auch online sozusagen noch mehr, weil Prompts sind ja teilweise etwas umfangreicher. Da kann man sich dann komplett anschauen. Also es ist nicht nur Theorie, ich würde sagen vielleicht 20% oder 30%, um schon eine gewisse Basis zu bieten, aber wirklich schon mit ganz, ganz vielen Beispielprompts, mit Diskussionen, was ist denn jetzt rausgekommen, das ist gut oder schlecht, was muss man im Prinzip noch verbessern. Das führt es im Prinzip schon relativ schnell hin. Ja, sehr schön. Vögelchen haben mir zugezwitschert, dass es erscheint in welchem D-Punkt-Verlag? Genau. Und deswegen können wir die nämlich hier auch verlosen. Das heißt, die Folge wird wahrscheinlich auch erst dann im Herbst erscheinen. Das heißt, das Buch ist vielleicht auch ganz druckfrisch da. Ansonsten mit ein bisschen Vorlauf freue ich mich, dass wir auch ein paar Exemplare hier mit verlosen können, weil ich glaube, das ist ein toller Start, da in das Thema auch tiefer einzusteigen. Genau. Ja, super. Andreas Brenno, vielen Dank für diesen Ausflug ins Requirements Engineering mit KI. Fand ich sehr spannend. Ich wünsche euch heute noch viel Spaß bei eurem Workshop und auf der Konferenz. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ne? Genau, bis zum nächsten Mal. Danke dir auch. Tschüss. Ciao. Ciao.